Vor langer Zeit feierte König Ahasverosch, Herrscher des Persischen Reiches, eine Party. Mein Diener Bisetta, mir ist langweilig. Bring mir Königin Vashti. Ich möchte, dass sie vor meinen Gästen tanzt. Sehr wohl, mein König. Und so ging Bisetta in die Frauenetage des Palastes. Königin Vashti feierte gerade ihre eigene Party. Königin Vashti, ich störe nur ungern. König Ahasverosch möchte, dass ihr vor seinen Gästen tanzt. Wie bitte? Vergiss es. Ich bin doch nicht seine Tanzpuppe. Sehr wohl, meine Königin. Und so ging Bisetta zurück auf die Party von König Ahasverosch. Mein König, Königin Vashti weigert sich zu kommen. Was? Wie kann sie's wagen? Daraufhin beugte sich Fürst Memucan zu Ahasverosch. Mein König, Vashti ist ein schlechtes Vorbild für alle persischen Weiber. Na gut, okay. Vashti, du wirst Paff, Puff, Peng gemacht. Wache? Bringt mir aus ganz Persien die schönsten Frauen. Ich brauche eine neue Königin. Zum Befehl, Eure Majestät. Nicht weit vom Palast lebte ein jüdischer Mann namens Mordechai mit seiner Cousine Esther. Esther hatte keine Eltern mehr und Mordechai zog sie wie seine Tochter auf. Aber an diesem Morgen änderte sich das Leben von Esther ganz plötzlich. Oh, schau mal, ich habe hier noch eine schöne Frau gefunden. Gut, nehmen Sie mit. Vielleicht gefällt sie dem König. Oh nein, ich werde zum Palast gebracht. Mordechai. Pass dort gut auf. Sag lieber keinem, dass du Jüdin bist. Hatte ich auch nicht vor, Mordechai. Leb wohl. Genug getuschelt. Los geht's. Ab zum Palast. Mein König, wir haben viele schöne Frauen ins Schloss gebracht. Gut, zeigt sie mir. Nächste. 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 Stopp, wer bist du? Ich heiße Esther. Sie ist hübsch. Ganz wie Sie meinen, mein König. Du sollst meine neue Königin sein. Oi weh. In der Burg von Shushan arbeitete auch ein böser Visier. Sein Name war Haman. Los, verneigen. Du auch. Verneigen. 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 Los, verneigen. Du auch. Verneigen. Verneigen. Du auch. Verneigen. Verneigen. Stopp! Wer bist du? Mein Name ist Mordechai. Warum verneigst du dich nicht? Wir Juden verneigen uns nur vor Gott. Und außerdem habe ich Rückenschmerzen. Was? Na warte, du frecher Kerl. Ich werde dich und alle Juden Paff, Puff, Peng machen. Oi, 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 oi. Mein König, es gibt ein Volk in deinem Reich, das sich nicht an unsere Gesetze hält. Wir sollten sie alle Paff, Puff, Peng machen. Gut, tu, was du für richtig hältst, Haman. Psst, Esther,
Mordi, was machst du denn hier? Esti, du musst zum König gehen. Du musst dein Volk retten. Aber es ist gefährlich, ungerufen zum König zu gehen. Warum? Wenn man ohne Termin reinplatzt, kann der König einen dafür Paff, Puff, Peng machen. Esti, du bist unsere einzige Hoffnung. Sonst wird unser ganzes Volk von Hamann Paff, Puff, Peng gemacht. Und du übrigens auch. Oh, na gut, ich werde es versuchen. Und so ging Esther zum König. Sie hatte ganz schön viel Angst. Esther? Was soll das? Warum platzt du einfach so rein? Mein König, Haman, plant alle Juden Paff, Puff, Peng zu machen. Ich bin auch Jüdin. Was? Du bist Jüdin? Ja, mein König. Wenn ihr Hamans Plan zulasst, werde auch ich Paff, Puff, Peng gemacht. Und dann habt ihr schon wieder keine Ehefrau. Was? Das wäre ja furchtbar. Wache! Bringt mir sofort diesen bösen Haman her. Wie konntest du das tun, Haman? Auch meine Königin ist Jüdin. Oh, Haman, du wirst Paff, Puff, Peng gemacht. So wie du Mordechai und alle Juden Paff, Puff, Peng machen wolltest. Wache, führt ihn ab. zum Befehl. Los, weg hier. Nein! Esther, du hast unser ganzes Volk gerettet. Juhu, lasst uns feiern. Und so feiern alle Juden und Jüdinnen bis heute das Purimfest, um sich an Esthers Mut und die Rettung des jüdischen Volkes zu erinnern.